1000 PS? Boah, krass. Es ist arschkalt. Traumzustand. Wir haben Sommerreifen drauf. Wir drehen heute den Rocket 1000. Wir haben 1000 PS. Das höchste, was wir zuvor hatten, waren 930, auch auf der gleichen Basis. Also 1000 PS ist schon eine Wucht, gerade auch wenn man dann hört mal, wie der Motor angeht. Und wenn du daneben stehst, der Boden vibriert, da steckt halt unfassbar viel Kraft hinter. Die Gewalt hinter diesem Motor, das ist das, was wir erzählen wollen. Hinter mir seht ihr gerade einen 270 Grad virtuellen Hintergrund. Hyperbowl ist ein Virtual Production Studio. Das heißt, die projizierten Welten, das ist eine 3D-Welt. Da können wir alles modifizieren, das Licht setzen, also haben die kreativen Möglichkeiten vor Ort. Wir haben die Kamera mit einem Tracking-System. Das heißt, wir können hoch, runter schwenken und der Hintergrund bewegt sich sozusagen mit. Wenn wir uns auf ein paar Commercials zurückerinnern, zum Beispiel GLS, wir haben da immer mit kleinen Leinwänden gearbeitet, haben mit einem Projektor drauf projiziert, um halt den Hintergrund zu generieren. Und jetzt hier zu sein, unsere Welt mit der Kamera zu verbinden, ist ein Dream come true. Der große Vorteil davon ist, dass wir durch die Beleuchtung auch tatsächlich echte Reflexionen auf den Autos haben. Wir können in kürzester Zeit durch verschiedene Welten, durch verschiedene Räume reisen. New York, Paris oder London. Es ist so eine riesige Fläche, wie ein riesiges Spiel, in dem man aber live teilnehmen kann. Verrückt. Das ist schon erstaunlich und das könnte tatsächlich unser bestes Commercial werden. Heute ist Pre-Light Day, also gucken wir uns heute mal an, wie das Ganze in Camera aussieht. Die Brennweite hat nicht gepasst. Alex, geh mal weiter weg. So sieht es natürlich aus. Das ist halt eine Schwierigkeit zwischen dem virtuellen und dem realistischen, einen Mittelweg zu finden. Direkt vor meine Linse. Es schneit und es schneit und es schneit. Echt viel Schnee gerade hier und Eis und die Temperaturen gehen immer weiter runter. Wir wollten eigentlich schon seit 3 Stunden auf die Bahn, wollten mit dem Fahrzeug shooten. Ich bin Lenz und ich darf immer ran, wenn Brabus wieder was Verrücktes gezaubert hat. Ne? Nur das Wetter spielt noch nicht ganz so mit. Ja, komm, ich fahre eine Runde. Wir sind jetzt so bei 0 Grad und jetzt können wir endlich auf die Bahn. Die Beleuchter haben sich schon ready gemacht. Der Schnee bleibt langsam liegen und die Zeit wird knapp und es ist verdammt rutschig. Ja, ich würde sagen, es ist ein Traumwetter oder Traumzustand. Wir haben Sommerreifen drauf, ja, muss ja für das Bild auch passen. Und jetzt haben wir genau diesen Zustand, -1 Grad und ja, ein bisschen Puderzucker auf der Straße. Aber ich bin guter Dinge und wird schon klappen. Jetzt geht's los, alles klar, gibt kein Zurück mehr. Es ist sehr gefährlich, die Fahrbahn ist echt spiegelglatt. Natürlich ist es provoziert, aber wir haben ja ESP aus und Driftmode, also sprich nur die Hinterachse angetrieben. Und wenn du nur auf der Hinterachse 1000 PS hast, dann glaube ich, brauche ich jetzt keinem erklären, wie giftig das Auto ist. Offensichtlich drehen wir ja in der Wüste. Wir befinden uns gerade mitten in einem Blizzard und drehen eine Wüstenszene. Was wir aber machen, ist Schneesturm umformen, eigentlich in Sandsturm, indem wir einfach die Farben so manipulieren, dass das Ganze warm wird.
so eine brachiale Leistung an Bord hast, da kannst du ja jeden Drift schön lange strecken. Das macht schon Bock. Mittlerweile haben wir nicht mehr nur noch Schnee, sondern diese ganze Straße ist eine Eisfläche. Wir haben gerade insane Eye Candy kreiert. Good job, guys! Ich bin jetzt auch echt gespannt, was heute so hier passiert. Jeder, der Filme macht, jeder, der in der Werbung arbeitet, träumt natürlich mal davon, immer weiter und immer höher mit den Filmen zu kommen. Wir sind hier in New York. Krasses Teil, so ein bisschen breiter, aber trotzdem sehr harmonisch. Und wir starten in 3, 2, 1 and Action! Oh, das sieht gut aus hier. Ich bin Tuan Nguyen und bin die Stylistin für heute. Wir haben insgesamt für heute und morgen mehrere Sets geplant. Unter anderem einmal das Set für Paris. Da haben wir einen sehr romantischen Look geplant für die Komparsen. Jetzt sind wir in Paris. Funktioniert gut, ja. Dann den Eiffelturm dann hinten drin. Sehr cool. Dieser Wagen kann bis zum Universum hochfliegen. Das war geiler als geil. Ich habe den Motor gespürt und habe dieses Gefühl aufgenommen, gespeichert. Und mit der Erinnerung, wie der Motor sich anfühlt, wie hunderttausende Waschmaschinen, die sich durchrütteln, habe ich so dieses Gefühl gehabt, dass ich gerade wirklich Serpentin hier hoch und runter fahre. Das war auf jeden Fall mit Abstand das Beste, was ich je gesehen habe. Wir können uns direkt die Bilder angucken und sehen, müssen wir noch was nachdrehen, haben wir genug, wir können eine Farbe drauflegen. Wir haben mal eben die Location gewechselt, bin schon sehr gespannt. Ich habe gehört, es soll regnen. Ich bin Yuji aus Japan. Ich mag diese Hakata Tenjin, das ist ein gutes Restaurant. Ja genau, nimm einfach mal auf. Das ist cool. Im Prinzip ist der ganze Commercial ein reiner Easter Egg für Filmemacher. Wir haben Blade Runner, Mad Max, Alien, wir haben sogar Star Wars mit eingebracht. Das ist Darth Vader. In Anlehnung an das Headquarter haben wir ja dieses Szenenbild gebaut. Die Türen fliegen nachher auf, auch wie bei Star Wars. Diese typischen Gänge, das strahlt was Mächtiges aus, auch das Auto. Wir haben hier eine 3D-Welt, das Auto dreht sich, da siehst du, wie so ein Motor funktioniert. Einer läuft mit dem Wagenheber ins Bild, der andere sortiert gerade sein Werkzeug, weil er gerade was am Fahrzeug gemacht hat. Alright, and action! And go! Sehr schön!
musste praktisch zum Geräteschrank laufen und da die Sachen einsortieren. Aber ich war auch mal ganz kurz lost, weil ich beim vorigen Take das komplett zugemacht habe und das dann nicht so einfach wieder aufging. Hab dann rumprobiert, wie das wieder aufgeht, aber hat keiner gemerkt. Und Tür! Aufhören. Cut. Aufhören. Super. Also ich kann nur sagen, hätte ich genug Geld, dann wäre das jetzt mein Wagen. Es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir in so einem Studio drehen. Da wir jetzt gerade am Set auch schon so eine Art Live-Schnitt machen und wir schon direkte Resultate sehen, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das nicht nur etwas anderes ist, sondern auch etwas richtig Gutes. Wo möchte man hin, wenn man in einer Rakete sitzt? Natürlich auf dem Mars. Und mit 1000 PS kriegen wir es auch hin. Okay, dann Kamera. Die Herausforderung beim Astronautenanzug war tatsächlich, dass es nicht überall erhältlich war. Ich musste mir das einmal im Film- und Theaterausstattung ausleihen und da sind wir auch ganz dankbar für, dass das Fundus auch solche Ausstattung dann anbietet. Okay, und Action! Alright, danke. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das das Beste war. Aber